In dieser Folge sind wir in Wrocław oder auch Breslau und treffen Freunde, die wir auf der Reise kennenlernen durften. Die beiden zeigen uns ihre Stadt und führen uns zu einem Traumübernachtungsplatz. Aber genau dort passiert etwas, das unsere Weiterreise sehr stark beeinflussen wird. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. So, wir sind jetzt noch in der Nähe von Auschwitz bei Katowice in der Stadt an einem Park und fahren heute bis kurz vor Breslau. Und ja, Rio kann es auch schon kaum erwarten, dass es weitergeht. Es sind knapp 140 Kilometer und dann stehen wir an einem Picknickplatz direkt am See, müsste es glaube ich sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich hoffe, dass ich es richtig gesehen habe, weil das wäre mal wieder schön. Ja, cool. Wir sind jetzt angekommen am See und das einzig Blöde ist, es ist ein Angelteich und man darf nicht schwimmen. Naja, nichtsdestotrotz ist es echt schön. Also es gibt zwar nur die ganzen einzelnen Anglerparzellen, ich denke mal, die kann man buchen, keine Ahnung. Ich kenne mich mit sowas nicht aus und hinter uns ist dann ein Feld. Das ist eigentlich echt super und auch dem Kleinen hier gefällt es ganz gut. Genau, und morgen geht es dann nach Breslau, weil... Was wir nicht wussten, dass Polen hier so eine Campingnation ist. Also wir sehen so viele Wohnmobile und so viele Camping- und Wohnwägen. Und wir stehen hier an einem Picknickplatz. Also es ist super schön aufgebaut und an den meisten Plätzen oder auch im Wald sind oftmals Dixie-Toiletten, was ich auch total toll finde. Ja, ist richtig nett eigentlich gemacht. Also wie für Camper ausgelegt und das nutzen die Polen auch, wie wir jetzt mittlerweile gesehen haben, ganz gerne. Und jetzt stehen wir am See und das ist uns auch schon in der Slowakei und Ungarn aufgefallen, dass bei den Seen ganz oft, dass man nicht schwimmen gehen darf, weil es Anglerteiche sind oder Anglerseen. Gleich geht's für uns nach Breslau, aber bevor wir jetzt fahren, gehen wir erst noch eine Runde mit Rio und nehmen euch mit. Also eins muss man festhalten, auch wenn man nicht schwimmen darf, die Gegend hier mit den Feldern ist richtig schön zum Spazierengehen. Und man kann bis zu den Bergen schauen, an manchen Stellen. Wir waren jetzt bei dem Service für unseren Laptop und sie können den Laptop nicht so schnell reparieren, beziehungsweise... Sie hätten ihn angenommen, aber sie konnten uns nicht versprechen, wann er fertig ist und wie lange es dauert, weil sie so viel zum Reparieren haben. Und nachdem ich auch gesagt habe, es ist ja eigentlich nur der Akku und so weiter, es geht aber nicht so einfach, sondern sie müssen es irgendwie erst prüfen und nicht austauschen. Haben wir ihn nicht abgegeben, weil wir ihn ja brauchen, weil wir definitiv das nächste YouTube-Video und so alles schneiden müssen. Ja. Und ja, danach hat es das Regnen angefangen. Heute soll es relativ viel regnen und wir haben hier erstmal auf dem Parkplatz vom Supermarkt oder so ein Einkaufszentrum gefrühstückt. Und werden hier wahrscheinlich, also hier ist auch ein Ikea und so, also Industriegegend, werden hier wahrscheinlich dann auch mehr oder weniger den Tag aussitzen. Und morgen treffen wir dann Aurelia und Pavel in Wrocław und die zeigen uns ihre Stadt. Darauf freue ich mich schon. Ja, auf jeden Fall. Und heute soll es ab 16 Uhr dann auch das Regnen aufhören. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Bin müde. Ja. Heute ist so ein richtiger Betttag und wir hoffen, dass der Hund nicht zu oft raus muss. Ja, wir gehen, also nicht, dass wir nicht gerne mit ihm gehen, aber bei Starkregen, oh. Starkregen und danach einen nassen Hund im Auto, es gibt Besseres. Und außerdem ist er gerade, glaube ich, relativ zufrieden. Ich glaube auch, er hat seinen Ball. Bett ist gemacht.
hier haben wir jetzt geschlafen, nachdem es gestern am Computerservice relativ lange und stark geregnet hat. Haben wir uns hier jetzt an die Oder gestellt. Ein super schöner Platz, allerdings auf der Seite mit Müll. Also offiziell Müll, der wird auch abgeholt. Und jetzt geht es dann gleich zu Aurelia und Pavel. Und wir dürfen bei ihnen duschen und danach geht es dann in die Stadt. Breslau hat ca. 642.000 Einwohner und wurde 2016 zur Kulturhauptstadt ernannt. Seit dem 13. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hatte Breslau eine mehrheitlich deutschsprachige Bevölkerung. Mit die kleinsten Sehenswürdigkeiten in Breslau sind gusseiserne Zwerge. Diese dienten als Zeichen der Kritik am kommunistischen Regime in Polen. Insgesamt hat uns Breslau oder auch Wrocław sehr gut gefallen. Wir waren jetzt den ganzen Tag mit Pavel und Aurelia in der Stadt und es war super schön, die beiden haben uns rumgeführt. Dann waren wir noch traditionell polnisch essen, sehr, sehr lecker. Und jetzt fahren wir noch zu einer Stelle an der Oder und machen zusammen Lagerfeuer. Zumindest hoffen wir das, weil es gerade das Regnen anfängt. Und ja, eventuell sitzen wir vielleicht dann auch im Auto und morgen geht es dann für uns weiter. Und Rio hat Tramfahren so gut gemeistert, wir sind so stolz auf ihn. Richtig gut. Wir sind jetzt an unserem Nachtplatz oder Lagerfeuerplatz angekommen. Naja, noch nicht. Aber gleich. Aber gleich, die letzten... Ach du meine Güte. Alter. Bumpy Road. Sehr Abenteuer hier. Alter. Wir sind richtig schräg. Schaut jetzt schon nach einem richtig schönen Spot aus. Und wir sind auch gleich da in 50 Meter laut Google, aber ich glaube nicht, dass es stimmt, weil Pavel und Aurelia schon weitergefahren sind. Ja, laut Google müsste es, ich weiß nicht, ob es hier ist oder hinter dem... Ne, hier ist ja gar keine Höhe. Auf jeden Fall müsste es hier irgendwo sein. Aber sie fahren da vorne. Alter, dann drehst du dich um und dann schaut er dich mit großen Kulleraugen an so. Also wir können auf jeden Fall sagen, dass der Platz genial ist. Also wirklich selten so einen schönen Platz gehabt. Und perfekt zum Sonnenuntergang sind wir hier und suchen jetzt Feuerholz. Wir gehen jetzt gerade morgens mit Rio und
Wir haben endlich wieder super Wetter. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier drauf gewartet haben wieder. Gefühlt eine Ewigkeit. Während die in Deutschland alle 30 Grad haben. Und schwitzen. Und schwitzen haben wir wieder 16, 17 Grad und wechselhaftes Wetter. Aber heute ist zumindest schön und es soll die nächsten Tage auch schön bleiben. Jetzt bin ich schon fast zweimal geschloppert. Schön bleiben und wärmer werden. Was ja auch mal ganz schön ist. Und jetzt geht's zu Sarah. Gerade sind schon Aurelia und Pavel wieder gefahren und wir werden jetzt auch aufbrechen, und zwar fahren wir jetzt Richtung Norden und tingeln so langsam Richtung Ostseeküste in Polen. Und da möchten wir uns nochmal auf jeden Fall bei den beiden bedanken, dass sie uns so super also wirklich richtig cooles Programm gemacht haben, mit durch die Stadt essen gegangen und dann hier diesen phänomenalen Platz gezeigt haben und hier dann mit Lagerfeuer den Abend ausklingen lassen. Und ja, wir verlassen jetzt Breslau bzw. Wrocław. Sorry, the pronunciation is still incorrect probably. Ja, sie haben uns nämlich beigebracht, wie man es richtig ausspricht, und wir können es noch immer nicht aussprechen. Aber ja, nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter. Wir haben eine Planänderung. Tobi ist gerade von der Leiter beim Auto runtergesprungen und hat sich umgeknickt, und wir vermuten, dass es gebrochen sein könnte. Wir fahren jetzt zum Krankenhaus und ja, ich darf nicht fahren. Also ich bin keine gute Fahrerin und er lässt mich nicht fahren. Wir fahren jetzt zum Krankenhaus und schauen, was passiert ist. Die Sarah fährt jetzt doch, weil ich kann nicht mal mehr kuppeln, und wir fahren jetzt erstmal zum Krankenhaus und schauen, was dann rauskommt. So, wir waren jetzt im Krankenhaus und die Ärzte hat uns zur Notaufnahme geschickt, die erste Ärztin, und hat gemeint, sie müssen dann röntgen, weil es schon geschwollen ist, und von der Erzählung her müssen sie definitiv röntgen. Und ja, dann waren wir in der Notaufnahme und dann hieß es, sie machen hier keine Röntgenaufnahmen, wir sind im falschen Krankenhaus. Jetzt müssen wir in die Innenstadt fahren zu einem Krankenhaus, oder ich weiß nicht, ob es ein Krankenhaus ist oder ob die nur Röntgen und ja, doch, wird ein Krankenhaus sein zum Röntgen. Und dann ja, mal schauen. Und im Moment, also ich habe das Gefühl, ich kann jetzt gerade kuppeln. Ich habe den Wanderschuh mal wieder relativ fest gemacht. Und dann geht es jetzt in die Innenstadt. Und mal schauen, ob es geht. Und sonst helfen uns Aurelia und Pavel nochmal aus. Also das Schalten geht wirklich schon wieder besser als gedacht. Und was wir noch sagen wollen, da wo wir jetzt hinfahren, wir haben eigentlich erst angerufen, um zu fragen, ob sie heute noch Zeit haben. Und die gute Frau hat in der Notaufnahme einfach aufgelegt. So eine Notaufnahme wünscht man sich doch. Wenn man da wirklich was Akutes, also was Akutes haben wir ja, aber was wirklich Schlimmes hat, ist das ziemlich scheiße. Und wir haben natürlich nicht verstanden, was sie davor gesagt hat. Und wir haben jetzt noch knapp 5,5 Kilometer. Und also dank dem Wanderstiefel geht es echt relativ gut, der das Ganze stützt. Also ich habe eine Bandage und Wanderstiefel an. So, wie ist es weitergegangen? Heute gibt es keine Termine mehr. Pavel und Aurelia haben hier auch nochmal geholfen und nachgefragt, übersetzt und so weiter. Wir werden jetzt morgen um 7 dann hier sein, stehen zum Schlafen hier auf dem Parkplatz von dem Krankenhaus neben der Schnellstraße. Und ja, dann hoffen wir mal, dass es morgen alles klappt und dass es auch nichts Schlimmeres ist. Drückt uns die Daumen. Jetzt sind wir mal gespannt. Oh, oh Gott, ich sehe es ja jetzt schon. So sieht man es schon. Alter. Oh. Ach du Scheiße. Etwas dicker. Ein wenig. Ach du Vergleich. Ach krass. Da hast du ja aber was. Boah, ist das fett. Aber es ist nicht weich. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ja, es tut etwas weh. Ich tue jetzt gleich die Creme drauf.
So, wir stehen immer noch auf dem Parkplatz. Tobi ist gerade zum Krankenhaus gehumpelt. Ich habe jetzt die Runde mit Rio, die Morgenrunde gemacht, ihm Futter gemacht, hier schnell schon mal ein bisschen aufgeräumt und werde jetzt mal schauen, was wir machen werden. Also es hängt natürlich alles davon ab, was es jetzt ist, aber ich vermute auch, dass ein Band eventuell gerissen, angerissen oder sonst was ist, wegen dem komischen Geräusch. Und ja, mal gucken, ob ich irgendwelche Plätze finde, wo wir hin können, ob wir auf den Campingplatz gehen erstmal. Ja, was einfach dabei rumkommt, weil das ist natürlich eine super blöde Situation. Und auch für Tobi total blöd, weil wir finden Polen ja auch richtig toll, hätten noch gerne sehr, sehr viel gesehen und ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt noch viel sehen werden oder einfach 2 Wochen lang ruhen werden, was für ihn wahrscheinlich definitiv besser ist oder das werden wir eh machen und dann einfach direkt hoch nach Rostock fahren. So, wie es scheint, habe ich mal wieder mehr Glück als Verstand und es ist nichts Schlimmes passiert. Ich muss es jetzt kühlen, muss irgendeine Medizin nehmen, 3-mal täglich oder draufschmieren und das Ganze stützen. Und dann sollte es heilen. Und jetzt geht es wieder raus zu Rio und Sarah. Man parkt einfach in der Mitte, wir kommen nicht mehr raus. Ja, ich bin jetzt gerade wiedergekommen und ich würde mal sagen, wir kommen nicht mehr raus, wie Sarah gerade schon gesagt hat. Eigentlich wollten wir jetzt auf den Campingplatz fahren, damit ich den Fuß noch weiter schwungen kann. Und ja. Wir verbringen wohl den Tag hier. Ja, jetzt holen wir uns ein Parkticket und dann frühstücken wir erstmal. Rechts abbiegen. Mittlerweile sind wir hier an einem Sportplatz und haben gefrühstückt, weil ja, vor dem Krankenhaus wurden wir eingeparkt und als wir dann das Parkticket holen wollten, weil wir dachten, wir müssen jetzt den Tag da verbringen, bis die wegfahren, ist der neben uns rausgefahren und damit kamen wir dann auch raus. Und ja, jetzt sind wir dann hierher gefahren zum Frühstücken, anstatt dort zu bleiben. Und nachher geht es dann für uns hier in Wrocław auf einen Campingplatz. Und ja, morgen geht es dann wahrscheinlich für uns weiter. Aber bis dahin wird jetzt noch der Fuß geschont. Wir sind froh, dass, oder vor allem ich, dass nichts Schlimmeres passiert ist, auch wenn es sich irgendwie böse angehört hat. Und ja, sobald die Schwellung zurückgeht, sollte es dann auf jeden Fall wieder alles in Ordnung sein. Und ja, die Sarah geht gerade mit dem Hund und ich muss entspannen. Ich liebe es, nichts zu machen. Das Gefühl zu haben, nichts zu tun. Jetzt sind wir knapp 140 Kilometer nach Norden gefahren von Breslau und stehen jetzt für die nächsten 1, 2, 3 Tage, mal schauen wie lang, hier auf dem Campingplatz. Der ist mit, also wir zahlen jetzt pro Nacht 32 Zloty insgesamt und er ist einfach nur genial. Also das ist die Seite, die man in YouTube zeigt und die andere Seite ist zugepackt, aber wir durften uns hinstellen, wo wir wollten. Wir sind jetzt ganz hintergefahren und ja, ist einfach super schön und ja. Das heißt, hier werden wir jetzt mal ruhig machen. Ich werde den Fuß schonen und dann wird es weitergehen. Liegt noch nicht bequem. Die andere ist besser, ich suche die gleich mal. Ja, das passt schon. Okay. Und wie fühlst du dich? Perfekt. Das ist alles super hier.
Und ich würde mal sagen, ich habe meine Position für die nächsten 2 bis 3 Tage gefunden, solange es nicht regnet. Wohl eher 2 bis 3 Wochen. Nee, in 2 Wochen sind wir nämlich schon in einem anderen Land. Also heute in 2 Wochen. Ja. Haben wir eine Fähre gebucht und ja, da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Und bis dahin muss es wieder ohne Probleme gehen. Ich meine, fahren kann ich ja Gott sei Dank, aber Wer ist alt? Sarah ist älter wie ich, möchte ich noch sagen. Wer ist ein Hinkebein? Ja, gut, das bin ich. Meine Füße sind einfach Schrott. Nee. Jetzt haben wir wenigstens eine Bandage dabei. Alter, ist ja richtig blau. Ist doch noch nicht schlimm. Oha. Warte mal ab, bis der Bluterguss runterwandert, Sarah. Alter Schwede. Wie gesagt, warte ab, bis der Bluterguss runterwandert. Du hast Ah, die es Bilder ist im Internet gesehen? Ja, das wird dir bevorstehen. Ich weiß, das kenne ich vom Fußball. Und glaub mir, sobald der Bluterguss da unten ist, tut das Auftreten weh. Weil dann trittst du beim Gehen auf den Bluterguss. Der Platz hier ist wunderschön. Wir zahlen jetzt 6,99 € die Nacht. Vorsaisonspreis und eben mit Hund. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange wir letztendlich jetzt hier bleiben werden, weil ich glaube, in 2, 3 Tagen ist das Ganze ja eh noch nicht gegessen. Und ja, Tobi ist nicht so gut darin, in sich selber schonen. Ja, mal gucken, wie wir das weitermachen. Also ich probiere jetzt auf jeden Fall, ihn zu überreden, dass wir mindestens 3 Tage hier noch bleiben. Tut uns, glaube ich, auch gut. Aber ja, die Pläne müssen wir noch mal neu schmieden mit dem Hinkebein jetzt. Heute ist Tag 2 und ich war gerade mit Rio spazieren und wir haben die Hirschlausfliege getroffen. Die kennen wir leider noch aus Schweden. Ich hätte gedacht, sie ist noch nicht unterwegs, aber sie ist es. Und jetzt sind wir zurück zum Auto. Seitdem hat er sich jetzt im Auto verkrochen. Wir haben ihn mit Mühe und Not rausgelockt, um ihn abzusuchen, ob noch sich irgendwo eine festklammert. Ja, und jetzt kommt er nicht mehr raus. Also ich kann es schon verstehen. Ich habe auch sehr, sehr wenig Lust auf die. Wurde sogar hier, glaube ich, gestochen eben. Aber ja, nützt ja nichts. Rio, magst du nicht mehr raus? Du magst nicht mehr raus, oder? Komm her. Schau mal, hier draußen ist gar nicht schlimm. Komm her. Hier, komm raus. Und hier haben wir noch unser Krankenbett aufgeschlagen. Tobis Fuß schaut eher schlimmer aus. Ja, der Bluterguss ist jetzt so langsam da. Man sieht so richtig schön den Bluterguss, also die Sehne, wo es lang läuft, und die Sehne ist blau und drunter ist blau und drüber ist blau. Es wird langsam. Leider. Und wir wissen echt nicht, ob es nicht doch ein Riss ist, weil im Krankenhaus hat er nur eine Röntgenaufnahme gemacht und theoretisch hätte er noch eine MRT machen müssen, um es zu sehen. Aber ja. Na, hat er deinen Fuß nicht mal angeschaut. Ja, ich musste nicht mal meinen Schuh ausziehen. Naja, wir warten jetzt hier, schauen, wie sich entwickelt, und sonst müssen wir halt nochmal irgendwo zum Krankenhaus. Hoffentlich kommt es nicht so weit. Keine Lust. Nach wie vor befinden wir uns auf dem Campingplatz und heute zeigen wir euch unsere Tagesabläufe. Einmal von der Sarah und einmal von mir. Und ja, wie gesagt, ich schone mich noch immer mit meinem Fuß. Und ja, leider bleibt die ganze Arbeit bei der Sarah hängen.
Das ist ungefähr mein Ausblick jetzt für den restlichen Tag. Und heute Abend, wenn es dann zu kalt wird, geht es wieder rein ins Auto und ich lege dort meinen Fuß hoch. Juhu! So, ich bin jetzt gerade auf unserem zweiten Spaziergang heute Vormittag. Wir haben gerade eben zusammen gefrühstückt und jetzt habe ich Rio geschnappt, weil der viel zu viel Energie schon wieder hat. Und wir gehen jetzt wieder durch den Wald. Die Natur ist so schön. Also das Areal hier ist wunderschön. Und jetzt noch mit den Sonnenstrahlen, die hier durchkommen. Toll. Hey, klasse! Hey, super! Und jetzt geht's zum Abspülen. Ist ja nicht so, dass es gesammelte Werke sind und dann erst richtig Spaß macht. Da drüben ist Wasser. Nee. Mittlerweile befinden wir uns auf dem Nachmittagsspaziergang. Der wird jetzt circa eine Stunde dauern. Danach werde ich kochen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen früher mit ihm gegangen, ihm das Essen dann da machen, damit ich bei schöner Sonnenuntergangsstimmung oder Abendstimmung noch ein paar Videos für euch machen kann von dem Platz. Genau, danach abspülen. Und ich glaube, das war es dann für heute. Tobis Bein schaut leider immer noch gar nicht gut aus. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt kühlen, hochlegen. Aber ich glaube, das zieht sich wohl noch ein paar Wochen. Ja, aber wenigstens haben wir hier einen wunderschönen Platz. Morgen müssen wir dann in die nächste Stadt fahren. Hast du eine Stadt gefunden? Und nochmal Geld abheben. Hier kann man nur bar zahlen. Und dann vielleicht nochmal in die Apotheke Lebensmittel auffüllen und ja, schauen, wie es die nächsten Tage dann so weitergeht. So traurig es ist, aber wir sind natürlich nicht von der Hirschlausfliege verschont geblieben. Ja, sie schwirrt die ganze Zeit um uns herum. Und für den Rio ist ja praktisch, dass ich bei ihm schauen kann. Ja, und ich bin ihnen ausgesetzt. Juhu! Aber wir haben jetzt auf unser Schweden-Video einen Kommentar bekommen, was dagegen hilft. Und das werden wir auf jeden Fall in Schweden holen und uns besorgen, weil wir einfach keine Lust mehr auf diese Tiere haben. Mittlerweile ist es 4:30. Ich liege noch immer in der Hängematte und Sarah ist zwischendrin ein paar Mal mit dem Hund gegangen, hat den Abwasch gemacht, kocht jetzt gerade und ja, und ich entspanne, beziehungsweise schone meinen Fuß. Es gibt echt Besseres. Wobei man ja auch sagen muss, gegen ein bisschen bedient werden hat man ja nichts, aber in dem Fall ist es so nervig. Das ist das, wenn man nichts machen darf. Das geht halt gar nicht bei mir. So, jetzt bin ich zurück und jetzt gibt es gleich Abendessen. Heute gibt es wieder eine Spaghetti Bolognese. Also die Bolognese wird ersetzt durch Bulgur, ja so pulverig. Das haben wir noch aus der Türkei und es schmeckt uns richtig gut. Ja, und dann ist der Abend eigentlich auch schon da. Jetzt ist fertig gekocht. Einmal die Bolognese und die Spaghetti und ein hungriger Mann. Oh ja, beziehungsweise so rum. So, jetzt gibt es noch die Abendrunde. Da gehen wir aber nicht mehr lange, nur so 20 Minuten oder so. Und die Stimmung ist wieder unglaublich schön.
Und danach falle ich auch todmüde ins Bett. Und während die Sarah jetzt nochmal die letzte Runde für heute mit Rio gedreht hat, habe ich hier weiterhin meinen Fuß hochgelegt und wir werden jetzt noch den Abend genießen und dann sehen wir uns morgen wieder. So, heute ist Tag 2, beziehungsweise Ende Tag 2. Ich genieße jetzt noch den Sonnenuntergang, leider alleine. Tobi ist im Auto. Und dann falle ich, glaube ich, echt platt ins Auto. Also ist schon echt. Ich weiß nicht, ich war jetzt heute viermal mit Rio, gekocht, abgewaschen und gefühlt habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Aber gut, ich will mich ja nicht beschweren, ist ja alles gut und mir tut es so leid für Tobi. Beziehungsweise ich glaube, wir tun uns gegenseitig leid, weil er denkt, ich mache jetzt alles oder muss jetzt alles machen. Und ich denke mir immer so, der Arme mit seinem Fuß, wie lange das wohl noch gehen wird. Ich glaube, das dauert länger, als er denkt. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Neuer Tag, neuer Versuch. Ich kann leider immer noch nicht auftreten und das Problem ist jetzt, dass wir den Campingplatz nicht mehr bezahlen können, weil wir Bargeld brauchen. Das heißt, die Sarah wird jetzt dann heute Sven in die Stadt reinfahren. Und dann kommen wir wieder hier zurück und stehen hier weitere, keine Ahnung, 3-4 Tage bestimmt und hoffen, dass bis dahin mein Fuß besser ist, weil sonst müssen wir auf jeden Fall irgendwo hin und den nochmal untersuchen lassen, wenn es einfach nicht besser wird. Und los geht's! Sven springt bei Sarah schon mal besser an wie bei mir. Und wie fährt sich so? Eigentlich ganz gut, tatsächlich. Vielen Dank, dass du unser Video angeschaut hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Und wenn du wissen willst, wie es mit meinem Fuß weitergeht oder ging, dann abonniere gerne den Kanal und lass auch ein Like und ein Abo da. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann. Hallo? Ich wollte nicht spielen, ich wollte dich filmen.